Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich den Garmin Edge 1040 Solar auf dem Rad, beziehungsweise auf meinem Mountainbike. Ich möchte euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie die Navigation mit dem neuen Edge-Gerät funktioniert. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, eine Tour zu planen. Ich habe meine Tour jetzt wieder über Komoot geplant. Ihr müsst einfach nur Komoot und Garmin verbinden, dann werden die Strecken automatisch synchronisiert. Was ich oben drauf noch gemacht habe, ich habe jetzt auch Wegpunkte gesetzt. Dafür müsst ihr einfach die Strecke auf Garmin Connect kopieren und dann könnt ihr auch entsprechende Wegpunkte setzen. Das zeige ich euch nachher nochmal im Video, wie das dann genau aussieht. Da habe ich dann so ein paar Gefahrenpunkte und beziehungsweise Verpflegungsstationen eingepflegt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, einmal auf Garmin Connect selber eine Strecke zu planen. Ihr könnt aber auch auf AutoActive planen oder auf einer anderen Plattform, die GPX oder TCX-Dateien unterstützt, weil diese könnt ihr dann auch entsprechend auch manuell nach Garmin Connect importieren und entsprechend auf das Garmin Edge-Gerät übertragen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal direkt an, beziehungsweise radeln los und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück. Wir sehen jetzt hier den Edge 1040 Solar. Die Solarpaneele sind jeweils hier oben. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennt. Und hier sehen wir auch schon die Strecke. Die letzte Strecke, die ich jetzt hochgeladen habe, ist aktuell nur eine. Da sehen wir jetzt hier schon die Teststrecke, 16,34 Kilometer und 389 Höhenmeter. Wir können auch hier auf die Navigation drauf gehen. Dann bekomme ich hier einmal auch die Mountainbike Trail Navigation. Da kann ich mir dann hier auch die Trails anzeigen lassen. Und hier bekomme ich dann alle Trails in meiner Umgebung angezeigt. Also Umgebung ist jetzt weitläufig. Bensheim ist so etwa 5 Kilometer weg. Dann kann ich mal gucken. Dann sehe ich hier so die bekannten Trails. Ich habe auch die Heatmap eingeschaltet und so kann man sich das Ganze dann auch entsprechend angucken, wo man hier unterwegs ist und sieht hier das ganze Trailnetzwerk. Ich kann natürlich hier auch Punkte suchen, dass ich mich entsprechend hier navigieren lasse. Und wir sehen auch hier, der Edge reagiert sehr schnell. Wir haben hier die verschiedenen Sachen, die ich hier finden können. Parks oder Fahrradreparatur. Wenn wir jetzt einfach mal hier eins draufdrücken, sehen wir jetzt auch gleich hier, sehen wir hier Fahrradläden. Können wir uns einfach die anzeigen lassen. Und dann sehen wir hier auch schon alle Fahrradläden hier bei mir in der Nähe. Wobei ich muss sagen, Rad pro Fahndung gibt es bei uns nicht mehr. Ist jetzt aber, glaube ich, ein anderer drin. Also ganz aktuell ist es dann doch nicht. Und wie ihr es natürlich gewohnt seid, haben wir natürlich auch die Strecken. Und wir sehen jetzt hier, ich habe aktuell nur eine Strecke drauf. Ich wähle jetzt mal entsprechend aus. Ja, und dann bekommen wir auch schon eine Übersicht der Strecke. Wir sehen jetzt hier 16,34 Kilometer. Geschätzte Zeit ist 48,19. Und wir sehen hier 388 Höhenmeter Anstieg. Und bekomme ich hier nochmal so eine Übersicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Anstieg, Abstieg. Bekomme ich hier so eine kleine Übersicht. Also hier wird dann schon mal geschätzt, wie meine Trainingsbelastung sein wird. Und dann bekomme ich auch nochmal bei Anstiegen dann hier entsprechend die Anstiege gezeigt. Und last but not least, das kann ich jetzt hier leider nicht testen, weil ich es nicht habe, ist ein sogenannter Power Guide. Und zwar, ich kann mir hier tatsächlich dann die Wattzahlen einstellen. Das Ganze wird dann so gesplittet. Ich kann mir das hier schon mal mit Schwierigkeit leicht schwer einstellen, meinen FDP-Wert eingeben und kann mir hier meine Strecke entsprechend dann unterteilen. Das ist so wie ein Pace Pro Plan beim Laufen mit den Uhren. Also wenn ihr eine Garmin-Uhr habt und Pace Pro Pläne nutzt, dann ist das hier genauso nur mit Watt. Das Ganze könnt ihr dann auch auf der Webseite einstellen. Ihr könnt dann reingehen und da könnt ihr auch die Splits entsprechend einteilen und noch variieren. Also es gibt ein bisschen mehr Möglichkeiten als jetzt hier. Und so könnt ihr euch das dann für euch passend einstellen, damit ihr hier auch dann eure durchschnittliche Wattleistung schafft, beziehungsweise die Zeit, die ihr dann erreichen wollt. Ja, last but not least, wenn ihr jetzt auch noch eine Phoenix-Uhr habt, ich habe jetzt hier zum Beispiel Tactix 7, das ist, ich sag mal, die Phoenix ein bisschen upgradet. Hier könnt ihr die Uhr dann entsprechend auch mit dem Garmin Edge verbinden. Und wenn ihr jetzt keinen Brustgurt habt, könnt ihr hier die Herzfrequenz, die an dieser Uhr gemessen wird, hier an den Edge übertragen. Und der hat dann auch entsprechend die Daten. Ich mache das Ganze aktuell mit dem Brustgurt. Also ich habe aktuell den Garmin Brustgurt an und übertrage hier die Herzfrequenz auf den Edge. Aber ich würde sagen, dann starten wir erstmal los. Ja, um mal einen kurzen kleinen Eindruck zu geben, bevor wir in den Wald reinfahren. So sieht dann auch die Karte aus, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid. Wir sind einmal hier die Bahnlinie, das ist diese schwarz-weiße hier. Beziehungsweise also die Pfeile, die wir sehen, das ist jetzt das, was ich jetzt fahren muss. Und wir sehen aber auch die Straßennamen. Ich habe jetzt hier die Heatmap eingestellt, deswegen ist hier auch alles ein bisschen lila. Und wir sind jetzt hier auch zum Beispiel Bürgermeister Kunststraße oder auch am Tonwerk. Also das ist ganz praktisch, wenn ihr unterwegs seid. Ja, und hier sehen wir jetzt auch die Solarpaneele ganz gut, die hier arbeiten. Was wir ebenfalls ganz gut erhalten, also wir sehen jetzt hier Anstieg in 63 Metern. Wir bekommen so knapp 150 Meter vorher angesagt, dass dann der Anstieg kommt, dass ihr euch schon darauf einstellen könnt, dass der erste Anstieg kommt, also kleinen Pro-Anstieg. Dann bekommen wir noch ein Detail angezeigt und zwar einmal, wenn ich da reingebe, 2,14 Kilometer auf 120 Höhenmeter. Und wir sind aktuell bei einer Neigung von 0% und aktuell auf einer Höhenmeter von 105. Ja, ich habe jetzt noch mal kurz am Berg angehalten, einfach nochmal zu zeigen, wie das dann live aussieht, oder beziehungsweise wenn es dann gefahren wird. Wir sind jetzt hier
nochmal den Berg zerkleinert in rote, orange und grüne Bereiche. Und die roten sind wirklich hart, also wirklich hart. Das sind 15% Steigung, 16% Steigung bei mir gerade aktuell. Wir sind jetzt hier 1,35 Kilometer das Rest und die verbleibende Höhendistanz ist noch 76 Metern und wir bewegen uns auf 171 Höhenmeter jetzt. Was ebenfalls noch toll ist, wenn ich jetzt hier die Strecke mir anschaue, also einmal könnt ihr auf die Taste unten drauf drücken und dann könnt ihr hier auch die Segmente ein- und ausstellen. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, Popularity Karte, also hier populäre Strecken, die möchte ich angezeigt bekommen, oder auch Segmente könnt ihr ein- und ausblenden. Oder Streckenpunkte, also hier könnt ihr es dann individuell direkt einstellen und müsst dann nicht irgendwie tief ins Menü. Das ist eigentlich sehr praktisch gelöst. Zudem sehen wir hier auch noch eine kleine Steigungsübersicht. Wir sehen jetzt hier, ich bin dieser Punkt hier und dann sieht man einfach schon mal, was vorauskommt und habt so eine kleine Übersicht. Wir sehen jetzt hier roter Bereich. Das Ganze ist dann hier noch mal ein bisschen feiner graduiert. Wenn wir uns das mal anschauen, das ist einfach hier so der kleine Bereich, etwa 100 Meter, die da angezeigt werden. Ich habe bei der Kartenübersicht dann auch nochmal die Möglichkeit, hier gibt es einen Knopf, da drauf zu drücken. Und dann bekomme ich so eine ganz, komplett Übersicht des Berges. Wir sind jetzt hier dann, wo ich mich aktuell befinde, was noch vor mir besteht. Und wir sind hier Anstieg insgesamt 389 und 80, knapp 80 Höhenmeter habe ich schon geschafft. Ja, knapp 250 Meter bekommt das erste Signal, ein Piepston, dass ihr gleich zu einer Abbiegung kommt. Wir sind jetzt hier, 120 Meter werden oben angezeigt, dann kommt die Abbiegung. Also ihr habt einmal, das ist auf der Karte sehr visuell angezeigt, beziehungsweise dann auch per Signalton. Also zu verpassen gibt es eigentlich fast nichts. So, ihr habt das gerade gehört, dann kommt der Signalton. Ich bitte den Wind zu entschuldigen, wenn er da ist. So, jetzt 30, 20 Meter und wir sind jetzt hier 13 Meter und da geht es auch schon rum. Und ich muss sagen, auch die Positionierung ist sehr genau. Ich fahre jetzt hier mit Multiband-GPS, beziehungsweise der Garmin Edge hat ja Multiband-GPS. Das führt natürlich dazu, dass wir hier sehr genaue Positionierung haben. Und das Memory in Pixel Display, was wir haben, hilft auch bei der Sonneneinstrahlung wirklich gutes Bild zu bekommen. So, dann geht es aber weiter. Ja, weil wir gerade so schön in die Sonne schauen. Hier mein kleines Update oder mal schauen, was hier die Solareinspeisung macht. Wir fahren jetzt hier bei Sonnenuntergang. Wir können uns das live anschauen. Es gibt hier ein Feld. Da sehen wir hier, das ist die Solareinstrahlung, Solarkraft. Ja, wir sehen jetzt hier 3 von 10 Feldern, die ausgefüllt werden. Wir können uns das nochmal live daran angucken, die letzten 100 Sekunden. Oder auch Zeit der Fahrt, ich fahre jetzt eine halbe Stunde. Und wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt hier 8 Sekunden, glaube ich, müssten es sein, dazu gewonnen. Intensität 12%. Also wie gesagt, ich bin jetzt beim Sonnenuntergang. Das ist nicht so ganz repräsentativ. Aber dadurch, dass der Edge natürlich ideal hier auf dem Lenker sitzt, hat natürlich perfekte Sonneneinstrahlung. Anders als bei den Uhren, wo dann alles mögliche verdeckt wird, habe ich hier tatsächlich entsprechend die Sonneneinstrahlung. Und was ich noch positiv hervorheben möchte, bei dem Paket ist auch tatsächlich hier so ein Schutz dabei. Also wir bekommen hier auch tatsächlich auch einen kleinen Schutz. Zwar kein Displayschutz, aber hier ein Schutz für das Gerät. But how do I get out? Ja, was beim Edge natürlich ein Vorteil ist, wenn man eine Karte hat. Wir sehen einmal einen Weg, der hier links lang geht. Wir sehen einen Weg, der hier geradeaus hoch geht. Und wir sehen jetzt hier einen Weg, der runter geht. Ich weiß gar nicht, ob man die Sonne erkennen kann. Und wenn wir uns das Ganze mal auf dem Edge anschauen, sehen wir auch, ich habe jetzt hier eine doppelte Route drin. Das heißt, ich komme nachher von diesem Weg runter, fahre jetzt aber den Weg rein. Und wir sehen hier ganz gut, dass ich hier links abbiegen muss. Das sind die weißen Striche, Pfeile. Und hier komme ich nachher zurück. Und hier sieht man auch ganz gut, dass hier der Weg hier hoch geht. Und ja, ich bin gerade falsch abgebogen vor lauter Film. Und ich sehe auch hier mit der blauen Linie, wo ich gefahren bin. Ich weiß nicht, ob man das so ganz gut erkennen kann. Also wir müssen jetzt hier links abbiegen. Und dann heißt es jetzt hier lang fahren Richtung Wald. So, jetzt schauen wir gleich mal, was passiert, wenn ich im Datenfeld bin und nicht auf der Karte, wenn Abbiegehinweise kommen. Ja, und wir sehen jetzt hier, es kommt dann hier auf das Datenfeld entsprechend das Abbiegehinweis oder der Abbiegehinweis angezeigt. Dann sehen wir auch hier Zeit bis zum Punkt und ich kann das Ganze auch, wenn mich stört, direkt hier wieder wegixen und bin dann hier wieder auf mein Datenfeld. So, dann sehen wir hier, sind wir auf dem Datenfeld und was bekommen wir alles angezeigt? Ich habe mir zum Beispiel hier das Mountainbike-Profil, bekomme jetzt aktuell hier Grid and Flow angezeigt, also wie ich hier entsprechend die Trails fahre. Meine Herzfrequenz habe ich hier aktuell, die Geschwindigkeit. Ich fahre mit einem Trittfrequenzsensor von Wahoo, also ich habe hier den Wahoo angeschlossen.
Und wir sehen jetzt hier Distanz 5,25 Kilometer und auf die Zeit schauen wir jetzt nicht durchs Film. Und hier sehe ich jetzt auch meinen Anstieg. Und was wir auch sehen, wir können hier ganz schnell durch die Menüs navigieren, überhaupt keine Verzögerung, wirklich ganz smooth hier durch. Ist alles kein Problem. Wir sehen auch hier, wenn ihr Leistungsmesser habt, bekommt ihr hier auch links und rechts Leistungsmesser angezeigt. Wie gesagt, ich habe aktuell leider keinen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel noch, das ist vielleicht auch ganz interessant, ich habe mir hier Wegpunkte gesetzt, also auf Garmin Connect hier entsprechende Punkte. Ich habe hier zum Beispiel eine Verpflegungsstation, die kommt hier in 1,67 Kilometer, beziehungsweise die Ruine, also ich habe einfach mal so Sachen angezeigt. Wir können uns auch gefährliche Kreuzungen anzeigen lassen oder zum Beispiel hier Anstieg der Kategorie 1. Es gibt hier bis zu 3 Kategorien, die ihr auswählen könnt. Ich habe jetzt einfach mal aus Testzwecken einfach Kategorie 1 genommen und bekomme dann auch angezeigt, wie weit die ganze Strecke weg ist. Zudem bekommt ihr auch noch angezeigt, wann Streckenende ist. Wir sehen hier in 11,39 Kilometer und in 1 Stunde 52, aber bei dem Tempo aktuell kein Wunder. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich aber jetzt mal schön weiter hoch und wir sehen hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Einfach traumhaft. Ja, um auch noch mal ein bisschen die Wegbeschaffenheit zu zeigen. Wir sehen jetzt hier, es geht so ein Schotterweg hoch und wir sehen hier geht so ein, ja, so eine Wiesenweg hoch, irgendwas, ich sag mal bäuerliches, was ich jetzt nicht böse meine. Aber was ich ganz gut auf der Karte finde, wir sehen jetzt hier einmal den Schotterweg, das ist das, was wir jetzt fahren sollen. Aber diese gestrichelte Linie sehen wir ebenfalls, heißt also auch dieser Wiesenweg, also der hier, ist jetzt ganz schlecht zu erkennen, aber es ist wirklich ein Weg, der da hochgeht, ist entsprechend hier auch auf der Karte angezeigt. Ja, um mal das Waldwegenetz zu zeigen, also wir sehen jetzt hier ist ein Weg, der hier links abgeht, dann haben wir hier einen geradeaus, dann glaube ich rechts, ja, sieht man nicht so gut, und ich bin gerade aus diesem Trailer rausgekommen, das ist so ein, ja, wirklich so ein kleiner unscheinbarer Weg. Und wenn wir jetzt mal schauen, also ich habe es hier 100% eingestellt, wir sind jetzt im Dunkeln und da sehen wir auch ganz gut, dass wir jetzt von diesem Trail hier kommen, also von diesem Weg hier, und dass wir entsprechend jetzt hier rechts ab müssen. Und wir sehen auch hier tiefrot, also es geht nochmal hochrot. Und wir sehen auch, dass hier einmal der Weg eingezeichnet ist und dass der hier auseinander geht, beziehungsweise auch hier der Waldweg ist eingezeichnet, also heißt, der gabelt sich dann hinten nochmal gleich. Und so habt ihr das immer wunderbar schön in der Übersicht. Okay, landwirtschaftlicher Weg ist natürlich jetzt nichtssagend, aber hier stehen dann auch immer die Straßennamen, wenn ihr dann entsprechend in der Stadt unterwegs seid, beziehungsweise wenn die Straße einen Namen hat. Aber was ihr beim Edge auch noch einrichten könnt, ist zum Beispiel eine Trinkerinnerung, dass ihr dann auch eine Trinkerinnerung bekommt. Gerade bei so einer Hitze ganz wichtig. Also hier, Prost. Das könnt ihr entsprechend einstellen oder auch dann eine Esserinnerung. Das geht dann über die Einstellung. So, wir sind jetzt hier an der Gabelung. Wie ihr seht, geht es hier links ab und hier geht es rechts ab. Ich habe vom Edge jetzt keine Abbiegehinweise bekommen. Bis jetzt habe ich 2 Stück nicht bekommen. Ansonsten alles. Was ich jetzt machen werde, ich soll jetzt hier geradeaus weiterfahren, also wie eine Fahrschule, wenn nichts kommt, geradeaus. Ich werde jetzt hier einfach mal hier abbiegen. Das ist der Weg. Einfach mal zu gucken, wie lange der Edge 1040 Solar braucht, bis er sich meldet, dass ich falsch bin. So. Ja, das Ganze hat jetzt schon ein Stückchen gedauert. Ich würde so sagen 40 Meter. Wir sehen aber auch hier, wir kriegen eine Umleitung angeboten. Und wir haben auch gerade gesehen, die Zeit ist runtergelaufen. Also eine Umleitung wurde angeboten, dass er uns umleitet. Beziehungsweise wir sehen jetzt auch hier, wo wir falsch sind. Und jetzt hat er schon eine Alternative berechnet. Also das macht er dann automatisch. Wir sehen jetzt hier los. Also er will uns quasi wieder auf die Strecke zurück navigieren. Was natürlich an dieser Stelle auch sehr sinnvoll ist. Und es geht auch ganz schnell. Wir sehen auch hier oben läuft wieder ein grüner Balken runter. Der wartet einfach, bis wir das sagen. Und wir haben jetzt hier, das war quasi Route 1 von 2, die wir vorgestellt bekommen haben. Aber er bleibt dabei. Einmal zurückfahren. Das macht auch völlig Sinn. Und nochmal zur Orientierung. Ich bin sogar einmal um die Kurve gefahren. Also da unten ist die Kreuzung um die Kurve. Ist schon ein Stückchen weg. Wie gesagt, so knapp 40 Meter ungefähr. Ja, was ihr noch angezeigt bekommt, ist das sogenannte Live-Track. Das heißt, ihr könnt dann einen Kontakt hinterlegen. Der bekommt dann eine E-Mail und sieht dann entsprechend auch, wo ihr gerade unterwegs seid. Beziehungsweise, wenn ihr eine Route geplant habt, seht ihr natürlich auch, wo ihr dann noch lang fahrt. Das ist dann entsprechend rosa hinterzeichnet und das, was ihr gefahren seid, ist blau. Und so weiß derjenige dann, wie gesagt, wo ihr gerade seid
und wo ihr noch hin wollt, wie lange das Ganze noch dauert, um das Ganze etwas einzuschätzen. Dass das Ganze aber funktioniert, ist dann entsprechend auch ein Handy notwendig, weil die Datenübertragung findet dann hier mit dem Handy statt und ihr müsst dann auch im Hintergrund, zumindest beim iPhone, Garmin Connect geöffnet haben, damit das Ganze dann auch entsprechend funktioniert. So, jetzt ist die Tour auch beendet und wir sehen auch, es ist schon deutlich dunkler. Und wir sind jetzt hier, wir haben 25 Grad, 2 Stunden 13 hat die Strecke gedauert und 16,84 Kilometer waren es, beziehungsweise 7,58 km/h bin ich gefahren. Gehen wir jetzt einfach mal auf Speichern. Dann sehen wir hier die Ernährungsübersicht und was wir dann hier an Flüssigkeit aufnehmen müssen. Sagen wir einfach annehmen. Und dann ist auch Live-Track schon beendet und wir sehen es hier, ist ein Basistraining gewesen und die Trainingsbelastung ist 235. Ja, ihr könnt auch die Garmin-Geräte dann synchronisieren. Ihr müsst dann entsprechend hier das Ganze synchronisieren bzw. freigeben. Ich blende es einfach mal ein, wie das Ganze heißt. Mir fällt gerade der Name nicht dazu ein. Und dann sind quasi die Uhren und auch das Edge-Gerät synchron. Und ja, das Training wird dann entsprechend synchronisiert. Wir haben eine Belastung von 112, das ist dann fürs Trainingsload interessant. Und jetzt können wir uns das Ganze nochmal eine Übersicht anschauen. Wir sehen hier 366 Höhenmeter sind hochgefahren, 353 runter, gibt es eine kleine Abweichung. Und dann sehen wir hier nochmal die ganzen Daten. Trittfrequenz, ich habe ja einen Sensor dabei, Herzfrequenz. Und dann sehen wir auch nochmal Ernährung und Flüssigkeiten. Und bekommen hier so eine kleine Auswertung. Hier bekommen wir auch nochmal hier den Flow- und Grid-Wert. Dann auch hier 4% Intensität, Akkulaufzeit. Ja, 13 Sekunden nochmal aufgeladen. Und dann können wir uns auch die Anstiege anschauen. Und dann sind auch noch die Sprünge aufgezeichnet. Ich habe jetzt hier nicht so wirklich große Sprünge gemacht, 5,7 Meter. Also war nichts Weltbewegendes. Das heißt also, wenn ihr jetzt auch mit dem Mountainbike hier dann Sprünge machen solltet mit dem Edge 1040, also ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber wenn ihr das macht, die werden dann entsprechend aufgezeichnet und ausgewertet. Was den Akkustand angeht, so war ich jetzt bei knapp 60% losgefahren. Wir haben jetzt gesehen, ich bin über 2 Stunden gefahren. Ich habe jetzt alle Sensoren verbunden gehabt. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe hier die Helligkeit auf maximal eingestellt, also auf 100%, also wirklich volle Helligkeit, und es wird auch angezeigt, dass es sehr akkufressend ist. Also das würde ich jetzt nicht als Referenzwert nehmen. Man kann das Ganze hier auch Auto stellen und dann passt sich das Ganze hier automatisch an und dann geht auch der Verbrauch deutlich zurück. Also das ist jetzt nur so ein Referenzwert, der jetzt nicht ernst zu nehmen ist. Das geht auf jeden Fall auch ein bisschen niedriger. Ja, dann kommen wir auch schon zum kleinen Fazit der Navigation mit dem 1040. Ich habe jetzt die Navigation abgebrochen, weil ich zu weit hinten im Wald raus war und es jetzt doch dunkel wird. Aber das ist mit dem Edge kein Problem. Ihr könnt dann entsprechend hier in die Karte reinzoomen. Und wir sehen jetzt hier, da ist mein Standort. Da kann ich dann auf der Karte rauszoomen. Wenn ich auf die Hand gehe, kann ich mir dann entsprechend auch die Karte anschauen. Wir sehen auch hier, die baut sehr schnell auf. Und so könnt ihr dann gucken, wo ihr dann unterwegs seid. Ich finde auch das Klein Pro gut. Man kann schnell rein und rauszoomen und bekommt hier dann auch gleich exakt die Daten angezeigt. Was ich ebenfalls auch positiv fand, ist die Navigationsführung. Das Display reagiert bei jedem Touch sehr schnell. Das heißt, also ihr müsst jetzt nicht ewig rummachen, dass da was reagiert. Ihr könnt euch voll auf das Fahrradfahren konzentrieren und ihr bekommt dann direkt was angezeigt. Was ein Manko ist, aber ich habe auf Komoot geplant. Ich habe etwa wieder 1% der Abbiegehinweise nicht bekommen. Das habe ich aber auch mit den Garmin-Uhren das Problem. Ich weiß nicht, was wird wahrscheinlich ein Softwareproblem sein. Ich habe es mit anderen Herstellern nicht. Da habe ich es jetzt. Mit Wahoo habe ich das ganze Problem zum Beispiel nicht gehabt. Beim Edge ist es leider wieder dabei. Leider habe ich das Ganze auch schon gehabt, wenn ich auf Garmin Connect selber plane. Wie gesagt, da muss Garmin etwas nachbessern. Aber insgesamt kann ich das Gerät empfehlen. Ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht beim 1020 seid, also bei dem Vorvorgängermodell, lohnt sich doch das Upgrade wirklich. Bei der Solareinstrahlung, das kann ich jetzt noch nicht ganz beurteilen, weil ich ja jetzt bei Sonnenuntergang gefahren bin. Ich habe jetzt nicht mal eine halbe Minute plus gehabt. Das heißt also, hier müssen wir auch nochmal testen, wie das Ganze dann bei vollen Sonneneinstrahlung aussieht. Die Ablesbarkeit des Displays ist sehr gut. Ich habe es jetzt auf 100% gestellt. Bei der Dunkelheit ist wirklich sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Und wenn ihr in die Sonne fahrt, genauso sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Das Ganze reflektiert wunderbar. Und auch die Solarpanels stören hier an der Stelle überhaupt nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du noch mehr über Garmin wissen willst, ich habe unten meine Playlist so über alle möglichen Garmin-Produkte, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke hier oben mal meine Best-of-Playlist, da kannst du mal vorbeischauen. Ich freue mich natürlich, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.